Bist du auf der Suche nach dem perfekten Winterduft für diesen Winter? Dann aufgepasst, ich habe hier 5 Düfte mit dabei, die vielleicht der nächste Winterduftliebling werden könnten. Der erste Duft, den ich dabei habe, ist von Le Galion, der 222. Das ist wirklich ein sehr, sehr intensiver Duft. Und beim ersten Riechen haben wir auf jeden Fall eine rauchige Note nochmal mit drin. Wir haben aber auch eine starke hölzerne Note mit drin. Es ist für mich aber auch ein sehr, sehr erdiger Duft, ein sehr kraftvoller Duft. Wir haben hier aber auch eine kleine Vanillenote mit drin, die den Duft wahnsinnig schön macht für mich. Er strahlt so eine gewisse Ruhe für mich aus, so eine gewisse Erdung, so eine Verbindung zur Natur auch irgendwo mit drin. Aber tatsächlich ist die Myrrhenote, die in dem Duft auf jeden Fall sehr präsent ist, wahnsinnig im Vordergrund. Das heißt, wenn du Weihrauchdüfte magst, dann könnte der Duft von Le Galion auf jeden Fall einer sein, der für dich ein perfekter Winterduft sein könnte. Der zweite Duft, den ich dabei habe, geht in eine komplett andere Richtung als der Duft von Le Galion, den wir gerade gerochen haben. Und zwar handelt es sich da um die tolle Marke Nishane und ich habe den Duft Karagoss mit dabei. Beim ersten Riechen ist der Karagoss auf jeden Fall so eine kleine Fruchtexplosion in der Nase für mich. Er ist sehr, sehr laut, er ist sehr, sehr intensiv und schon mal vorab, so wie fast alle Nishane-Düfte, der Duft hat eine wahnsinnige Silage, der Duft hat eine wahnsinnige Haltbarkeit. Das heißt, du musst wirklich nur ein paar Sprühe auftragen und der hält dir auf jeden Fall den ganzen Tag. Selbst im Winter, wo ja tendenziell die Düfte sich schon mehr durchsetzen müssen, auch bei dem kalten Wetter. Also da ist auf jeden Fall eine Geruchsexplosion, wenn man an diesem Duft riecht. Er hat diese fruchtige Note im Vordergrund, wir haben da eine Ananas mit drin, wir haben eine Traube nochmal mit drin, wir haben aber auch eben diese grünen Noten mit drin, die den Duft so eine gewisse Herbigkeit mit reingeben, sodass der natürlich nach wie vor süß ist, aber diese herbe Note nimmt das so ein bisschen raus und macht den Duft wahnsinnig interessant beim Riechen. Wenn du also auf fruchtige, herbe, süße Düfte stehst, dann ist der Karagoss auf jeden Fall für dich geeignet und Nishane macht ja wundervolle Düfte. Es lohnt sich, den auszuprobieren. Der nächste Duft, den ich dabei habe, ist von Biel, der MB03. Der geht wieder in eine ganz andere Richtung und hat einfach im ersten Riechen schon auch eine rauchige Note mit drin. Die steht auch ganz, ganz klar im Vordergrund. Wir haben hier Hölzer mit drin, die darauf auch nochmal mit einzahlen, die aber wirklich sehr, sehr schön sind. Es ist aber auch eine Pfeffernote mit drin, die dem Duft wahnsinnig viel Pep gibt. Also die geht sofort in die Nase mit rein. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man mal an Pfeffer dran schnuppert. Der Duft geht auf jeden Fall sofort in die Nase und ist auch sehr, sehr intensiv und damit einfach auch wieder perfekt für den Winter geeignet. Es ist für mich, im Gegensatz zu dem Duft von Nishane, den wir gerade gerochen haben, eher ein dunklerer, kühler Duft, sage ich jetzt mal, der eher so ein bisschen matt ist. Ne? Also während der Duft von Nishane schon so irgendwie in die Nase springt und diesen Fruchtcocktail mit dabei hat, ist der Duft einfach ein kleines bisschen gedämpfter, kühler, dunkler für mich. Aber auch wirklich ein schöner Duft, wenn du auf Weihrauchdüfte stehst. Als nächsten Duft habe ich den Cache Noir von Laboratorio Olfativo dabei. Und ich finde, der Name des Duftes ist auf jeden Fall Programm. Also mit Kaschmir verbinde ich eine gewisse weiche Note, irgendwie was Rundes, was Fließendes. Und ich finde, das trifft der Duft schon ganz gut. Wenn man den als erstes aufträgt, dann hat man so eine leichte Zitrusnote, die aber im Laufe des Duftstragens, sage ich jetzt mal, immer mehr abflaut. Ich finde, man hat nach einer gewissen Zeit noch so eine leichte Orangennote und was bei mir in der Nase hängen bleibt, ist so ein gewisser Marzipanduft. Also wir haben irgendwas Erdiges mit drin, mit der Patchouli, wir haben aber auch so ein ganz, ganz kleines Orangenaroma mit drin. Es ist für mich auf jeden Fall ein sehr balsamischer Duft. Wir haben die Süße aus einer Vanille nochmal mit drin. Es ist ein relativ komplexer Duft meiner Meinung nach. Also gerade im Verlauf des Duftes, wenn man ihn auch auf der Haut trägt, da kommen immer total unterschiedliche Duftrichtungen, Duftnoten raus. Da lohnt es sich auf jeden Fall immer mal wieder auf die Haut zu schnuppern. Der ist wirklich, wirklich spannend. Wir haben hier auf jeden Fall auch erdige Noten mit drin, die Patchouli, die einfach diesen ganzen Duft, ja, diese erdige Note eben mit reingibt. Auch die Harze. Und ich finde, das alles führt eben dazu, dass er so balsamisch ist und einfach wirklich ein schöner, schöner Duft, bei dem ganz, ganz viel passiert. Der letzte Duft, den ich mitgebracht habe, ist der Flame of Gold von Orloff. Den sprühe ich noch mal kurz mit euch gemeinsam auf.
Ich finde nämlich auch der hat eine wunderschöne Entwicklung des Duftes. Der ist super intensiv. Ich finde, am Anfang kommt da so eine gewisse schokoladige oder Kakaobohne mit raus oder auch die Tonkabohne. Es entwickelt sich aber schnell, dass man Leder rausriecht, dass man eben die gewürzigen Noten nochmal mit rausriecht. Und was den Duft natürlich ausmacht, ist schon eine Süße, die in dem Duft mit drin ist. Und obwohl der so süß ist, finde ich, ist er trotzdem wahnsinnig maskulin. Also durch eben diese Ledernote, die da mit drin ist, die auch im Verlauf des Duftes schon auch immer wahrnehmbar ist. Aber eben auch durch die harzigen und holzigen Noten. Wir haben hier unter anderem Sandelholz nochmal mit drin. Das macht einfach den Duft sehr, sehr maskulin. Wenn du also als Mann auf süße Düfte stehst, wo aber trotzdem eben maskuline Noten mit drin sind, dann lohnt sich der auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass dieser Duft wahnsinnig intensiv ist. Er ist wahnsinnig lange haltbar. Also auch hier brauchst du total wenig von dem Duft und wirst ganz schön lange Freude daran haben. Das waren sie schon, die Top 5 Düfte für diesen Winter. Probier doch gerne einen dieser Düfte mal aus und falls du einen davon mal ausprobiert hast, dann schreib gerne in die Kommentare, wie du den Duft findest und lass mich auch gerne wissen, was dein Favoriten-Winterduft ist, den ich vielleicht gar nicht mit dabei hatte, aber den du sehr, sehr gerne in der kalten Jahreszeit trägst. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.